Am Stand von Karmann 2020 Caravansalon. Ja, oben steht's Karmann Mobil. Hier ist ein Markenbotschafter, der Tino. Ich grüße dich, Tino. Hallo. Ja, du hast einen eigenen YouTube-Kanal. Ja, richtig. Tino Eggert bei YouTube. Tino Eggert bei YouTube. Unbedingt mal schauen, denn du fährst tatsächlich dieses Fahrzeug, genau dieses, oder ist es? Ja, noch das Vorgängermodell, den 560er Grundriss mit den Querbetten hinten. Meiner ist auch noch höher gelegt, 10 cm, hat die Geländebereifung drauf und damit war ich sogar jetzt im Sommer auf Island. Ja, was besonders toll ist, es sind ein paar Sachen, die auf dich zurückzuführen sind, unter anderem was? Ja, bei dem schwarzen Dexter ist es jetzt so, dass der eine Höherlegung drin hat. Wir haben die Geländebereifung drauf und bieten das über die Karmann-Händler als Paket mit an. Ja, das sieht scharf aus. Steht dem Auto gut? Ja, auf jeden Fall. Und es bringt auch was im Gelände. Das heißt, ich kann das Allrad wirklich noch effektiver nutzen, bin dort noch geländegängiger und habe einfach mehr Bodenfreiheit. Ist das viel lauter? Nein, nicht wirklich. Ich kann nicht großen Unterschied merken zu den Originalreifen. Ja, Dexter, wenn du mich mal aufklärst, Karmann, was steckt hinter Karmann? Ist das eine gute Marke? Karmann ist auf jeden Fall eine gute Marke. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Auto. Preis-Leistung stimmt hier absolut. Und gerade bei den Allradmodellen sind wir wirklich konkurrenzlos mit dem Preis. Ja, Karmann, das kennt man. Das Unternehmen gibt es schon sehr lange. Das heißt, die sind Profis im Ausbau. Richtig, genau. Karmann hat wirklich Name in Deutschland. Über die Jahre hinweg hat sich natürlich hier und da einiges an Strukturen geändert. Mittlerweile ist Karmann auf dem Kastenwagen spezialisiert und bietet hier Ford- und Fiat-Modelle als Basis an. Ist das noch zulassungsfähig hier, so ein Grill vorne? Ja, das ist zulassungsfähig, wird auch als Zusatz mitverkauft und ist auf jeden Fall funktional. Das macht doch Sinn. Ich glaube, wenn ich mal irgendwo gegenfahre, dann sieht man das oft. Oft sieht man es mit Seilwinde montiert, damit man ein Arbeitsgerät hat. Dann ist es auf jeden Fall zulassungsfähig, aber es steht dem Auto gut, oder? Ja, auf jeden Fall, macht optisch was her. Das ist nicht schwarz, das ist blau, oder? Das ist wirklich ein schwarzes Fahrzeug. Es sieht so ein bisschen blau aus, aber man kann es folieren, dann wirkt es noch ein bisschen böser, oder? Unten matt. Ja, da ist auch einiges möglich. Diese Raptor-Lackierung, die ist momentan sehr modern. Bei mir ist da nur die Motorhaube lackiert. Das ist ein sehr rauer Lack, der eigentlich aus dem Pickup-Bereich kommt, wo Ladeflächen mit beschichtet werden. Und in dieser ganzen Vanlife-Community ist dieser Raptor-Lack auch teilweise ganzflächig auf den Fahrzeugen drauf und macht optisch auf jeden Fall nochmal ganz was anderes her. Ja, er ist recht lang, er ist ein bisschen länger. Ein normaler Parkplatz passt da nicht mehr, oder? Nein, nicht mehr so ganz. Wir sind ja bei 5,98 m und haben damit aber trotzdem noch ein recht wendiges Fahrzeug. Ja, unter 6 Meter, das verlangen viele. Thema Fähren, du warst selbst auch auf einer Fähre? Ja, mittlerweile schon mehrfach. Und das letzte Mal ging es wirklich im Sommer nach Island damit. Und Nach Island? richtig, ja. Ich war im Sommer auf Island für 3 Wochen mit meinem Dexter und habe dort einfach mal Island erkundet und war auch im Hochland, bin Offroad gefahren und auch diverse Wasserdurchfahrten. So, der hat jetzt Allrad? Genau, das ist jetzt ein Allradfahrzeug, ein Ford Werksallrad, wo ich auch die Vorderachse über eine Haldex sogar manuell dazuschalten kann. Das heißt, ich kann wirklich die Haldex sogar manuell sperren und habe damit einen super Vorteil gegenüber einem Allrad Lite, wo die Vorderachse quasi über ein allein dazu geregelt wird. Ja, jetzt ist es so, viele gehen ja hin, benutzen diese Fahrzeuge als Schlechtwege-Fahrzeuge, also nicht im richtigen Offroad-Bereich. Ist der Möbelbau denn geeignet dafür, um mal über Stock und Stein zu fahren? Also fällt da nicht alles gleich runter? Oder ist da was dann anschließend zu ergänzen? Nein, also bisher hält alles wunderbar. Grundsätzlich ist es als gutes Schlechtwegefahrzeug konzipiert. Ich reize es persönlich gern noch ein bisschen weiter aus und bisher habe ich noch keine Menge am Möbelbau bemerkt. Ja, ganz wichtig sind die Sachen, die man nicht sieht. Also das heißt Wärmedämmung, gerade so in der Community Selbstausbauer. Du bist zufrieden mit dem, was ab Werk kommt? Ja, das Fahrzeug ist komplett gedämmt, es ist wintertauglich. Der Grauwassertank liegt zwar außen drunter, ist aber mit beheizt. Ist mit beheizt. Wie? Elektrisch, oder? Elektrisch, ja. So, ich schaue mal ganz kurz rein. Ja, das Lichtdesign ist hier ein bisschen gestört, weil ihr habt so ein kleines Putzlicht oben eingebaut im Moment wegen der Messe. Da ist normalerweise ein Fenster drin, wo die Lampen drin sind, gell? Da ist auch ein Fenster. Ja, oben genau. Diese Dachluke hat sonst keine Beleuchtung drin. Das ist nochmal zusätzlich hier für die Messe, um noch Licht ins Fahrzeug reinzubringen. Ansonsten haben wir hier ein sehr schönes Ambiente-Licht oben verbaut und haben damit eigentlich sehr schöne Akzentuierung des Fahrzeugs. Ja, der Ford, der macht was her. Das ist nicht immer nur Fiat Ducato, gibt es ja eh nicht auf 4x4. Ist der gut, der 4x4 von Ford? Ja, definitiv. Hier ist es halt wirklich ein Werksallrad, nicht nachgerüstet wie vielleicht bei anderen Herstellern noch. Und damit ist es auch wirklich hochwertig und auch sehr robust. Ja, ich habe viele Staufächer, die ich mit drin habe. Auch die fangen nicht an zu klappern? Nein, so gut wie gar nicht. Es hält sich alles wirklich in Grenzen. So, der Schlafkomfort?
Ich bin sehr zufrieden mit dem Schlafkomfort. Bei diesem Grundriss haben wir sogar Längsbetten drin, sprechen damit die größere Kundschaft noch an. Das längere Bett hat sogar 1,97 Meter Liegelänge. Du hast einen Hund? Nein, noch nicht. Vielleicht mal irgendwann. Ich liebe Hunde, aber das wird sich bestimmt noch ergeben. Camping und Hunde, das ist nämlich ein großes Thema, weil ganz viele Hotels wollen Hunde nicht haben. Da ist die Außendusche? Genau, das ist der Anschluss für die Außendusche. Toll. Nochmal kurz dein YouTube-Kanal, der Name? Tino Eggert bei YouTube. Tino Eggert bei YouTube. Da könnt ihr also seine Videos gucken. Das heißt, du machst auch Fahrtvideos, wenn du unterwegs bist? Ja, hin und wieder mal. Auch ein paar Geländefahrten sind dort zu bestaunen. Und gerade 3 Videos sind von Island hochgeladen vor kurzem. Da kann man sich auch noch weitere Eindrücke holen. Nicht nur von meinen Fahrten, sondern auch von Island. Ja, wenn du mal so lieb bist, mal zumachst, denn die Optik von hinten ist natürlich im Moment ein bisschen zerstört, wenn offen ist. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, du magst Dexter, oder? Das ist so... Ja, absolut. Ich bin zufällig zu dem Auto gekommen, habe es irgendwann entdeckt und habe mich verliebt, das Fahrzeug gekauft. 1,5 Monate später stand es dann wirklich da, nachdem ich es gefunden habe. Und ich wohne da drin sogar zu 99%. Ich bin damit sehr zufrieden und das ist wirklich mein Alltagsauto. Nochmal, du wohnst in dem Fahrzeug? Richtig, genau. Du hast keine Wohnung mehr? Die Wohnung ist noch da, die besuche ich alle paar Wochen mal, wenn ich in der Gegend bin. Ansonsten ist wirklich seit 1,5 Jahren mein Dexter mein Zuhause. Darf ich mal fragen, was du da machst, entsprechend beruflich, oder bist du frei? Ich bin beruflich halt damit unterwegs als Elektromeister, vorwiegend auf Industriemontagen. Aber ganz akut und aktuell geht es wirklich bei mir in die Camper-Elektrik. Ich biete mobile Montagen an und auch die Beratung, um gerade die Standard-Camper elektrisch noch weiter aufzurüsten in Bezug auf Lithium-Eisen-Batterien, Ladebooster, Wechselrichter und diese Geschichten. Okay, das heißt, bei dir hast du auch entsprechend umgerüstet, du hast Lithium drin. Genau, richtig, natürlich, klar. So, das Design ist schick, also das muss man schon sagen. Es wirkt so ein bisschen martialisch hier unten mit diesem Gitter, was dran ist. Das gefällt mir gut. Ja, das Gitter ist nochmal eine zusätzliche Belüftung für den Kühlschrank, der dort drin ist. Schön gemacht, ja. Karmann, das schafft irgendwie, also die Leute, die Karmann hören, das ist so, ich glaube, die haben so Ausbauten gemacht, Gia und so weiter, die machen ganz viele Tops, die Verdecke, die Cabrios sind von Karmann. Ist das die gleiche Firma? Ja, exakt, da kommt der Name her. Und das ist auch die Geschichte, wo das Ganze herkommt. Und in den 90er Jahren ging es dann halt weiter, weg von den Karmann Gia zum Beispiel hin zu den Campern. Und das ist eigentlich schon Tradition mittlerweile mit den Campern, ja. Ja, ich zeige es mal gerade von vorne. Also 4x4 von Ford, 5 Jahre Garantie für Neufahrzeuge, Messeaktionen. Ja, 5 Jahre Garantie auf alles. Genau, ja, das ist die Aktion hier auf der Messe. Und zusätzlich gibt es auch bei diesem Fahrzeug noch die 170 PS statt der 130. Krass. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was auf dem Preisschild steht. Denn ich sag mal Offroad 4x4, das kennt man. Richtig, ja. 75.000 €, wer sich auskennt, das ist nicht viel Geld für ein Fahrzeug 4x4. Das Fahrzeug ist halt zusätzlich noch hochgelegt. Wir haben viele Ausstattungsmerkmale drin, die über die Standardausstattung hinausgehen. Das Fahrzeug an sich startet bei gut 52.600 in der Grundausstattung mit Allrad schon drin als fahrfertiges Fahrzeug. Der ist aber schön hier, oder? Das heißt also, du würdest schon empfehlen, also wenn man das investiert, das Geld ist ja auch so, man kriegt ja auch was beim Wiederverkauf anschließend, viel mehr. Richtig, genau. Also was hier reingeht ins Auto, momentan ist der Markt sehr, sehr wild und die Preise sind relativ hoch. Das heißt, man hat nicht wirklich viel Verlust, auch wenn man mehr Geld ausgibt. Der Boden ist cool. Das heißt, der ist so richtig Offroad. Hier kann ich dann auch mal drauf mit Schuhen. Da sind eventuell noch Steinchen drunter und so weiter. Also das macht dem nichts, oder? Nein, gar nicht. Krass. Da ist der Tisch verstaut. Hallo Patricia. Hallo Sven. Ja, wir haben einen Markenbotschafter, der einen eigenen YouTube-Kanal hat, der damit in Island war mit einem ähnlichen Fahrzeug. Und ist das schön in Island? Ja, absolut. Ich war 3 Wochen dort und konnte so viele Eindrücke dort haben und lange nicht genug. Da sind noch viel mehr Sachen zu entdecken. Ja, die Leute sagen, demnächst könnte Island auch zugemacht werden, weil es war voll, oder? Nein, dieses Jahr nicht. Aufgrund der Situation war es doch relativ leer, aber ansonsten in den letzten Jahren ist es doch sehr voll geworden in Island. Ja, man zahlt so eine Art Fee, glaube ich, dass man da rein darf, oder? Wenn man rein... Nee, zahlt man nicht. Das heißt, man ist von der Fähre runter, man zahlt nicht eine Gebühr, dass man fahren darf? Nein. Gebühr habe ich dort nicht bezahlt. Letztendlich war das teure wirklich die Fährüberfahrt. Teuer? Was zahlt man? Für mein Fahrzeug waren es 2.500 € etwa, plus minus. Aber so in dieser Preisregion muss man planen. Die Fahrdauer von der Fähre?
Fahrdauer, je nach Fahrplan sind wir 2 bis knapp 3 Tage unterwegs pro Richtung. Und das Ganze ab Dänemark Nord von Hirtshals bis direkt rüber nach Island. War ein schlechtes Wohnmobil dann? Nein, im Wohnmobil ist Schlafen auf den Pferden nicht gestattet. Dort gibt es eigene Unterkünfte und verschiedene Kabinen, verschiedene Größen. Ja, wir gehen mal kurz rein. Hier ist es schön gemacht. Ja, den automotiven Sitz haben wir jetzt das öfter mal gezeigt. Hier habe ich einen eigenen Bezug, den kann ich auch abmachen. Genau, der Bezug ist wechselbar und insgesamt bieten wir 3 verschiedene Bezüge dort an. Ja, habe ich ein Lenkrad. Ja, ich habe ganz viele Helferlein, wenn ich das haben möchte in dem neuen Ford. Das heißt, aktiver Spurhalteassistent zum Beispiel, das ist mit drin. Ich habe ein Multifunktionslenkrad mit drin. Ja, es gibt auch eine Automatik, aber was hältst du als Offroad-Fahrer von der Automatik? Eher weniger. Der kleine Knackpunkt ist, sobald ich Allrad drin habe, gibt es keine Automatik mehr. Die bietet Ford leider nicht in Kombination an. Okay, das heißt, Schalten ist angesagt, aber das macht dir nichts aus, oder? Nein, überhaupt nicht. Und gerade im Gelände bin ich doch mit dem Schalter ein bisschen besser dran, habe einfach mehr Gefühl drin. Die Sperren, wo sind die hier? Zeig mir die mal. Ja. Die Mittelsperre ist im Fahrzeug im Allrad mit drin. Ja. Dort habe ich hier, warte mal, ich zeig's mal gerade. Dort habe ich hier verschiedene Knöpfe, um die mit zuzuschalten. Und bei Bedarf wäre auch noch eine Hecksperre möglich, die durch die Firma Extremkonzepte auch noch nachrüstbar wäre. Das wäre dann halt nochmal ein Zusatz extra, was dann natürlich auch nochmal Geld kostet. Okay, das heißt, du hast eine Hecksperre drin? Nein, habe ich nicht. Ich habe wirklich nur das Serien-Allrad und selbst damit kann ich schon sehr viel anstellen, wie man auf meinen Videos auch sehen kann. Ja, das Schöne ist, man muss ein bisschen fahren können, das kann man üben. Wie hast du fahren gelernt? Ja, vor vielen Jahren schon bei der Bundeswehr. Dort ging es mehrfach ins Gelände mit verschiedenen Fahrzeugen, dass man einfach mal die Basics fürs Allrad bekommt. Und jetzt seit den 1,5 Jahren, wo ich den Dexter fahre, probiere ich mich halt Stück für Stück daran, auf was das Fahrzeug kann. Und habe dort einfach ein Training regelmäßig, einfach weil ich das Fahrzeug nicht nur auf Asphalt bewege, sondern auch im Gelände. Hat einen großen Kühlschrank drin, einen Kompressorkühlschrank. Genau, Kompressorkühlschrank mit 80 Litern und auch einem kleinen Tiefkühlfach drin. Damit ist mir die Außentemperatur relativ egal. Ja, das Kochfeld sieht schick aus. Die einen sagen schick, die anderen nicht. Ich finde es schick. Man kann es komplett abdecken und eine Riesenspüle. Hammer, oder? Genau, das sind so die Punkte bei dieser Küche. Die Spüle ist sehr tief, das kommt sehr gut an. Und auch die Kochfelder sind relativ groß und weit auseinander, dass ich auch selbst große Töpfe dort ohne Probleme hinstellen kann. Ja, das heißt, dominierend ist hier nicht der Wohnbereich, sondern sage ich jetzt mal der Schlafbereich. Man ist ja viel Outdoor, das heißt, man fährt von A nach B und lebt ja auch viel draußen, das heißt vor der Tür. Genau, ja. Der Schlafbereich ist hier bei diesem Fahrzeug auf 2 Personen angedacht. Wir haben Längsbetten drin, damit ist es hinten auf jeden Fall sehr geräumig. Und vorne habe ich einen kleinen Sitzbereich. Ansonsten findet das Leben bei den meisten Campern wirklich dann draußen vor dem Fahrzeug statt. Und dort kann ich halt die Natur viel besser genießen. So, hier vorne habe ich das Bedienpanel. Das ist so zum Abwischen sehr gut. Wenn du es mal gerade anmachst, bitte. Sei mal so lieb. Ja, also es ist schon an. Man sieht hier ein paar kleine LEDs. Und ich kann hier noch verschiedene Spannungen abrufen oder Füllstände. Also rudimentär, also viel mehr brauche ich ja gar nicht. Das heißt, ich habe die Aufbaubatterie, habe die Fahrzeugbatterie wahrscheinlich. Genau, das ist alles hier mit drin, sämtliche Füllstände und die Spannungen sind dort mit bei. Wasserpumpe kann ich hier direkt auch ansteuern. Du stehst es öfter wild, das ist nicht mehr überall erlaubt, oder? Richtig, ja. Man muss dort auf jeden Fall sehr vorsichtig sein, wo man sich hinstellt, wie man dort auf jeden Fall sich verhält. Natürlich keinen Müll hinterlassen, den Platz am besten sauber verlassen, als man ihn letztendlich betritt. Ja, Elektromeister. Das heißt, du lebst ein bisschen deinen Traum, du hast viel zu tun mit Campern, nehme ich an, also mit Leuten in der Offroad-Branche? Ja, genau. Da auf jeden Fall, da sind die Kontakte da. Die Kontakte werden auch noch weiterhin mehr, gerade jetzt, wo es bei mir in die Camper-Elektrik weitergeht. Und ich freue mich auf die vielen neuen Projekte. Ja, vorne gibt es so kleine Details, also da habe ich so einen kleinen Waschtisch, den kann ich runterlassen. Multifunktionalität, ganz wichtig. Du hast ein Klo mit drin, das ist wichtig, glaube ich, wenn man mal unterwegs ist, muss er schnell anhalten. Genau, also es ist ein vollwertiger Camper mit einer Nasszelle, wo WC drin ist, wo ich duschen kann. Ich habe fließend Warmwasser in dem Fahrzeug. Ist hier Licht drin? Kann man das machen? Ja. Mach mal bitte. Das haben wir ein bisschen. Oh, Moment, muss ich erst das Licht mit zuschalten. So. Wie schön, dass wir einen haben, der alles kann hier, oder? Ja, das stimmt. Ja. Bei dieser Nasszelle habe ich halt die Möglichkeit, auch noch den Duschbereich abzutrennen mit diesen festen Panels. Das Waschbecken ist hier an der Seite integriert. Echt? Das kann ich dann ausklappen. Hier, guck mal, wie süß. Damit habe ich halt eine wunderbare Platznutzung auch in diesem Nassbereich. Ja, ist toll gemacht. Das heißt, da ist der Zahnputzbecher mit drin. Man
braucht nicht viel, muss man sagen. Das heißt, also es hängt ja von den Konzepten ab. Das Schöne ist, man kann ja mit so einem Fahrzeug einfach mal wirklich auf der Straße stehen. Das ist jetzt nichts, ist keine weiße Ware, oder? Richtig, ja. Also es ist schon ein bisschen angenehmer, mit so einem Fahrzeug irgendwo zu stehen. Einfach auch mal, wenn man spät abends auf einen Spot ankommt, dort die Nacht zu verbringen und am nächsten Morgen weiter. Ich nehme an, dass wir dich demnächst auch im Süden finden, am Bodensee, oder? Ja, gerade nächste Woche Mittwoch geht es in diese Richtung und ich bleibe dort ein paar Tage, mache dort ein bisschen Urlaub mit Freunden und Familie zusammen und mal schauen, wo die Reise dann weitergeht. Ja, das ist das Coole. Das heißt, du kannst frei bestimmen, wo du hinfährst, machst mit deinen Kunden dann wahrscheinlich die Termine ab oder die kommen auch zu dir teilweise? Ja, ergibt sich so und so. Grundsätzlich geht es aber darum, dass ich wirklich zu den Kunden hinkomme, die Kunden ihr Fahrzeug selbst nicht quer durch Deutschland fahren müssen und auch die Zeit sparen. Und das übernehme ich dann halt, dass ich dann dorthin fahre und dort die Installation dann umsetze. Sehr schön. Cool. So, wir gehen mal raus, denn vorne das Cockpit, da haben wir schon einiges drüber berichtet, aber die Story natürlich von dir zu hören, wie man damit fährt, wie man unterwegs ist. War das jetzt eher Zufall, Karmann, bei dir, dass du gesagt hast, ich will den haben, oder hast du eine Beziehung vorher? Nein, das war wirklich Zufall. Ich habe länger gesucht nach einem Fahrzeug, was meinen Bedürfnissen entspricht. War dort bei einem anderen Fahrzeug erstmal, preislich war das intensiver. Und dann habe ich den Karmann Dexter entdeckt mit einem Grundriss, der mir zugesagt hat. Habe mich über die Preise informiert und ja, 1,5 Monate später stand er da. Das Ganze wird hier gebaut in Deutschland? Nein, die Fahrzeuge werden in Frankreich gebaut. In Frankreich, sehr schön. Denn Karmann gehört zu einer ganz großen Gruppe. Genau. Das ist nicht alleine. Und ja, hier vorne ist er, der Dexter DX 570 AW. Die Länge ist 5,98 Meter, das wollen viele. Ist das so bei Fähren, dass es viel teurer wird? Ja, da gibt es so bei 6 Meter nochmal einen Sprung nach oben, wenn die Fahrzeuge länger sind. Und das Fahrzeug kostet, wie es hier steht, mit 16% Mehrwertsteuer 75.166 Euro. Ich zeige es nochmal komplett und dann werden wir nochmal kurz auf deinen YouTube-Kanal verweisen, denn dort könnt ihr wahrscheinlich ganz viele Karmann-Videos sehen, richtig? Ja, genau. Da gibt es einiges zu sehen von meinem Fahrzeug und auch die Eindrücke, was ich damit mache. Schön, hier steht er. Ja, vielen, vielen Dank. Der YouTube-Kanal ist Tino Eggert. Ja, wunderbar. Guckt einfach mal rauf, lasst euch die Videos gefallen und auch gerne ein Abo dalassen. Ja, Dankeschön. Tschüss.